Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Moin, ich bin der Benny, komme aus der Nähe von Kiel und das ist mein S1. Ja, was ich an dem kleinen Flitzer mag, ist die Beschleunigung, wenn er Turbo einsetzt, dass es dann ordentlich geht. Mit einem Allrad gibt es da auch nicht so viel Schlupf. Da das Auto ja nicht so wirklich viel geschont wird und auch ein Fahrzeug ist zum Fahren, fahre ich damit auch ganz gerne mal ein bisschen Viertelmeile. Und da sind dann gleich auch ein paar Zusatzinstrumente eingeflossen, dass man das halt ein bisschen sieht, so ein bisschen Abgastemperatur, dass man das im Blick hat. Öltemperatur, Öldruck, Ladedruck, dass das alles immer im Sichtfeld ist. Falls da mal es nicht hinhaut, dass man dann nochmal den Fuß vom Gas nimmt. Ja, es ist halt was Seltenes, was man halt nicht so oft auf der Straße sieht. So ein Golf 7 sieht man doch schon zu oft. Und ja, ich mag was Außergewöhnliches, was halt gerne oder was halt nicht so oft auf den Straßen zu sehen ist. Ja, zum Motor kann man eigentlich sagen, ich kenne viele Leute, die halt viel Leistung fahren und da bin ich dann auch irgendwann zum Entschluss gekommen, dass man da ein bisschen mehr Leistung rausholen müsste als die 231 PS, die er original hat. Und ja, dann ist es halt ein bisschen ausgeartet. Man wollte ja nicht den Motor nochmal aufmachen müssen. Ja, deswegen ist man dann gleich in All-In gegangen und hat alles gekauft, was man zur Verstärkung benötigt. Und ja, seitdem hält er auch und hat auch noch keine größeren Mucken gemacht. Ja, jetzt ist momentan eine Leistung von 500 plus PS und knapp 650 Newtonmeter, die leicht begrenzt ist durch Motorsoftware, damit das auch alles noch ein bisschen länger hält und nicht gleich alles in Zahnausfall endet. Es ist schwer, dafür Teile zu bekommen, weil es halt kein Auto von der Stange ist. Es gibt viele Golf 7 Teile, die auch mit ein bisschen Modifikation passen. Und so taste ich mich immer weiter ran und probiere aus. Und wenn es nicht passt, dann muss es halt zurückgeschickt werden und man muss dann halt sich was selber überlegen, wie man es baut, damit es dann halt passend ist. Der Motor wurde komplett gemacht, also Schmiedekolben, Haarschaftpleuel, Hauptlagerstehbolzen, Kopfstehbolzen, andere Ventile, andere Ventilfedern, dass das auch alles den Drehmoment und der Leistung
standhält. Turbolader ist momentan ein GTX 3071 drauf, der bis jetzt ganz gut seine Leistung mitmacht. Das Getriebe ist relativ original, bis auf Vollwelle und Zuganker. Und bis jetzt macht es jeden Schabernack mit. Im Innenraum sind Recaro Podium eingezogen, ein H-Speed Shifter, ein Überrollbügel, eine kleine Domstrebe, würde ich sie jetzt mal nennen, wo ein Netz noch mit dran ist. So ein kleiner Quattro-Ausbau. Da halt ich ein bisschen groß bin und hinter mir nie jemand sitzen könnte, ist das dann halt alles gleich rausgeflogen und ja, das gefällt mir schon ganz gut, wie das alles so innen drin harmoniert. Das Lenkrad ist vom S4 und ist halt hübscher als das originale S1 Lenkrad. Das Lenkrad passt Plug and Play, man muss halt nur ein bisschen mit der Elektrik rumspielen, damit auch die ganzen Funktionen am Lenkrad funktionieren. Bevor es weitergeht, wollen wir dich auf unseren Online-Shop hinweisen. Hier findest du stets unsere aktuelle Kollektion, Sticker, Drinks und vieles mehr. Du unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und unsere liebevoll produzierten Filme. Ja, kann man eigentlich schon früh beim Fahrradfahren Fahrräder geschraubt, immer selber heile gemacht. Und dann kam die Rollerzeit oder die Mofa-Zeit. Da eigentlich auch immer viel selber dran geschraubt. Ja, und dann ging es irgendwann los mit Führerschein machen. Und dann durfte man dann auch irgendwann Auto fahren. Und dann ja, fing das große Schrauben eigentlich erst richtig an. Ja, anfangs Polo 86C, dann kam Golf 2, dann kam Lupo GTI, dann wieder ein Golf 2, T4. Ja, und dann brauchte ich wieder was Kleines, Schnelles, weil der Lupo mir doch irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Ja, der originale Kühlergrill gefiel mir nicht so sehr, deswegen ist da ein Single Frame mit Waben reingekommen. Die Scheinwerfer waren vorher chromrot und das passt halt zum optischen von der Bremse nicht, deswegen wurden die schwarz lackiert von innen und das, was gelb ist, war vorher rot. Ja, die kleinen Details musste man dann halt doch noch vorne in den Kühlergrill mit einfließen lassen, dass es halt ein bisschen stimmig aussieht. Ja, die Gitter unten habe ich auch ein bisschen modifiziert, da ein Ölkühler eingezogen ist, dass die Öltemperatur ein bisschen niedriger wird. Was eigentlich vorher original verschlossen ist, habe ich ein bisschen mich mit einem Dremel hingesetzt und das alles fein säuberlich ausgeschnitten. Und wurde dann einmal schwarz-glanz lackiert, damit es dann halt auch stimmig zum Auto aussieht. Ja, Fahrwerk, Felgen, Bremse sind ein KW Variante 3 mit einer Porsche Z17 Bremse vorne. Und hinten eine
Golf 6R Bremse und Felgen sind OZ Ultraligera in 8x18. Ja, ein Heckspoiler ist vom Audi Quattro oder von Audi A1 Quattro. Ist halt ein Heckspoiler, der nur 333 Mal gebaut wurde, oder das Fahrzeug wurde nur 333 Mal gebaut, und es ist schon ein bisschen schwierig, an so einen Goldstaub ranzukommen. Die Abgasanlage ist eine Milltec Auspuffanlage. Ist halt ein bisschen für die Rennstrecke modifiziert, dass da ein bisschen mehr Klang rauskommt, als da eigentlich original rauskommt. Ja, im Innenraum würde ich gerne noch die Lüftungsdüsen ein bisschen umändern, dass das Rot da auch verschwindet. Würde gerne vielleicht noch mal auf eine Carbon-Heckklappe umbauen, da die ziemlich schwer ist und dadurch dann ja auch ein bisschen Leistungsgewicht hat, dass das vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller wird. Ja, bedanken würde ich mich ganz gerne bei meinem Hallenkollege Frankie, der, ja, wohl oder übel, das immer mit mir durchschraubt. Ja, Timmy, mein Lacker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Falls irgendwelche Fragen sind zum Auto, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten. Vielen Dank.